Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zur neuen Folge des Stanley Parable Ult Ultra Deluxe. Ja, jetzt habe ich richtig ausgesprochen. Cool. So, hat heute kleine Startprobleme. Meistens aber eher nur so ein Lufthänger. So, aber jetzt geht's mir wieder gut. So, aber ich das nebenbei gesagt, ja. Auf jeden Fall, man sieht noch Start Game. Ja, ihr wisst ja wahrscheinlich noch warum. So, ja. Ich starte auch gleich das Game, aber vorab, ja, ich nehme das hier am Tag der Arbeit auf, also am 1. Mai. Und ich habe es vielleicht schon in ein anderes Video gesagt, aber ich weiß nicht, ob ich das hochladen werde oder ob es schon hochgeladen ist oder vielleicht später. Ich weiß nicht wann und ob ich es hochladen werde. Ja, ich kann aber gerade, es ist gerade ein bisschen Umbau in meinem Studioabteil nebenbei. Ich habe, und besonders weil ich die Zeit habe, komme ich auch nicht mit Schritt noch klar. Ich werde wahrscheinlich heute machen, deswegen konnte ich jetzt auch gerade einen bestimmten Teil von noch nicht aufnehmen, von den Kirby. Das ist immer noch ein Teil noch nicht aufgenommen. Ja, deswegen kommt es da vielleicht eventuell zur Verspätung, aber ich weiß auch nicht, das ist wie gesagt so eine Sache, wo ich sehe, wie schnell das hier fertig ist, kommt dieser Part vielleicht noch vor diesem Part oder so, müssen wir mal sehen. Ja, auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall dazu. Dann zum Glück noch das letzte, was ich noch hatte, war der Part, der ist auch schon hochgeladen, das habt ihr ja schon gesehen, das war der letzte Part, den ich noch fertig hatte. Ja, es gab aber Gründe, warum das ja, ist auf jeden Fall, ja. Bin auf jeden Fall bis jetzt immer Sachen mal zwischengekommen und gerade kann ich nicht aufnehmen, weil ich das hier gerade hier im Studio den Platz gerade abgebaut habe, um gerade was anderes zu machen. Deswegen muss ich die Capture Card gerade vorübergehend abbauen. So. Und ja, okay, dann starten wir das Spiel heute. Aber nochmal Sache. So. Ja, und zwar werde ich jetzt das Telefonende machen. Und jetzt, ja. Und dann auch noch ein paar andere Endings. Ja. Hier eigentlich. Ja, also es wird jetzt als nächstes wahrscheinlich das Telefonende kommen. Wenn das nicht kommt, dann kommt es. Ich habe ja gesagt, es kommt wahrscheinlich ein Bonuspart das Telefonende. Ja, wie gesagt, kommt aber drauf an. Ja, das Telefonende, äh, ja, wie heißt das Wort nochmal? Ja, auf dem Kanal gut ist, oder ich lieber sage, ja, das ist vielleicht nichts was für meine Zuschauer, ich mache es lieber einen Bonuspart für die Leute, die auch wirklich alt genug sind, dafür, weil irgendwas Komisches kommt, was ich lieber rausschneide. Also kommt jetzt entweder das Telefonpart-Ende oder das andere Ende. Also ich will jetzt ans Telefon mal rangehen. Was ist passiert? Man hat ja im Skript einen kleinen Spoiler bekommen. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich ein Scherz, das ist nicht passiert, aber ja, mal sehen. Aber ich habe es ja aufgehoben und ja, kommt jetzt wahrscheinlich das Ende oder was anderes. Aber auf jeden Fall starten wir jetzt mal rein. Und es könnte ja jetzt aber ein Cut kommen, weil das Telefonende ein bisschen, ja, dann auch ein extra Part kommt. So, auf jeden Fall, ja, mal sehen. Ich habe auf jeden Fall was aufgeschrieben. Auch noch eine Sache, während das Spiel startet. Ich hab's, warte, kurz. Steam, so, also ich habe schon offen, aber ich habe gerade auf, so, nicht gefunden. Oh, willkommen zurück, beende Spiel startet erneut. Oh, ich habe gerade ein Achievement freigeschalten. Ich sage, das dauert ein bisschen länger, aber ja, ich habe schon lange nicht mehr gespielt, man hat den letzten Livestream gesehen. Scheinbar habe ich jetzt das Achievement schon freigeschaltet. Ich dachte, das dauert, aber das haben sie, glaube ich, verändert. Ja, ich habe noch nicht reingeguckt, ich wollte eine Sache, wurde mir gespoilert, ein Easter Egg und ja. Und auch nur eine Frage zum Baby-Ende nebenbei. Oh, warte, ich guck mal, also man sieht, ich hoffe es passt, wenn nicht, ja, das ist so wie. Parade 4, okay, neues Gesicht, oder noch, warte. Ja, oh, Panflöte, sag ich, eine Tür nach Panflöte, wetten um die Spiel von mehr Panflöte, das Buch der Panflöte, machen wir so. Ja, wie gesagt, lange nicht mehr drin. Wollte meine Augen nicht. Ja, dann, ja, lass uns das Spiel beginnen. Dann sehen wir, was passiert. Es wird, ob es wieder ein neues Event gibt. Ja, wie gesagt, man sieht ja, wie gesagt, es ist mittlerweile. This is the story of a man named Stanley. Aber ich zeig's nochmal. Stanley worked for a company Hey, in jetzt a gibt big es andere building where he Ballons, was weil wir employee Luft gespielt haben. number Richtig. 4 Ich erinnere mich auch dran. Ja, ist ein bisschen lange her. Das war wir zusammen gemacht im was Stream. simple.
He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Ja, ich weiß nicht, ob das überhaupt mit Eimer möglich ist, aber wir müssen auf jeden Fall ans Telefon, das machen wir jetzt einfach mal. Ohne Eimer. Ich glaube, ich weiß so gut, wo es lang geht. Oh ja, no content. Okay, das machen wir auch noch vielleicht, aber ja. When Stanley came to a set of two open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ah, yes, truly. Aber ja, zum Baby-Ende. Es gibt ein weiteres Ende, ich weiß nicht, ob man es machen muss. Ich werde es aber garantiert nicht hier in Abnahme, dann wird eigentlich extra Stream geben. Oh, warte, man kann die Tür schließen. Cool. Werde ich aber nicht machen. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Also, ja, aber es gibt ein Ende. Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. Das kennen wir alles, ja. Aber ich mache mal jetzt wirklich 4 Stunden dauern. Investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Warte, ich muss mal wissen, ob I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Ja, okay, machen wir. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. Here, let me show you. Ja, ich bin falsch gelaufen. What do we want? What are we looking for? Here. Ja. Weil wir haben gerade ein neues Ende. Das ist gerade nicht falsch. Ah ja. Okay. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Oh, warte, Kaffee auf. Warte, ich kann mich nicht. Nee, ducken geht nicht. Okay. Also machen wir noch. Gut. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his... This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow. Yes, this room. What a... But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left.
Stanley was so bad at following directions, aber it's incredible he wasn't so 5 years ago. Hab ich. Aber ich wollte nicht. Nein. Nein. Oh, ich bin Softlock. Nein, doch nicht. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and... Okay. Sekunde. Jetzt muss ich mich mal wirklich konzentrieren. Okay. So, wirklich. So, da wollte ich auch mal sagen, was passiert, wenn er runterspringt. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ja, aber es gibt vielleicht sogar was in New Content, aber ja. So. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime, a work of art. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Okay. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't 5 years ago. So. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not Ja, trying, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Okay, jetzt gehen wir ran. Dann will ich natürlich mit Eimer hin, glaube ich. That's her, Stanley. Jetzt gehen wir ran. You need to be the one. Aber ich habe keinen Look. Ich kann mich bewegen. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Das ist doch irgendwas nicht. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Okay. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Was? Drücken B auf die Taste. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas anderes machen kann, aber ich versuche jetzt mal nichts zu machen. Oh, ich bin sogar hier gefühlt. Mal sehen, warte mal ab. Ein neues Ende. Hallo, ich will Fernsehen, was essen. Ah, ich warte mal ein bisschen. Okay, ich drücke ja schon. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Was, da kann ich auch wieder bei der V drücken? Ah, okay, ich mache jetzt erstmal. Wenn was passiert, wisst ihr euch. Buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Okay. Das steht Mittel. Ihr sollt es nicht machen. Weil jetzt hat er gesagt, ich mach's ständig. Okay, ich drücke ja schon. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him.
And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building... Ich muss mal kurz pausieren wegen der Sache. Aber es läuft alles. ...building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Sich schon mehrere Sachen gefallen hat. Wir raten, das welche verschwindet. So, he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. Okay. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Die Küche verschwindet jetzt. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Okay, cool. Meine Frau verschwindet jetzt auch. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Okay. Die verschwindet jetzt, richtig? But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets. The more he forgets which life is the real one. Oder gerade die Couch verschwindet jetzt. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Okay. Kann man wieder eine Entscheidung. Aber nicht für die PlayStation. Okay. Hey, ist die Tür. Sind immer da. Macht man wirklich für gar nichts. Okay. Nö. Okay. Na sehen, Notizen. Aber erstmal. Okay, wenn ihr doch was. Okay, warte ein bisschen. Okay, ich habe noch eine Telefonsache. Okay. You see? Can he just not hear me? Ach man, jetzt bin ich in meinem Büro wieder. How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Ich drück mal. Wir können gerne mal den machen. Not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried. Okay. Das ist kein von mir gemachter Neustart. Okay, passiert was. Oder vielleicht? The end is never the end. Naja. Oh man, das stimmt doch irgendwas nicht. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ja, ist normal. Ja, Active Code. Warte, was? Warte, das war gar nicht, das ist was anderes. Egal. Ja, ich werde mal spielen, weil es nicht passiert hat.
Okay, du Content-Tour ist das wahrscheinlich. So. Ja, Mauszähler. When Stanley came to a set of 2 open doors... Okay, ich glaube, ich starte mal neu. Gut, dann mache ich das mal mit Eimer. Wenn jetzt ist auch was komisch passiert. Someone was following Stanley. He was sure of it. If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. Oh, bei dir was Neues. Wir haben jetzt ein besonderes Event. Oh. Okay. It's bucket time. Ja, das ist halt, okay, es ist Bucket Time. Warte, du konntest nur mit Eimer gehen? Okay. Das ist neu. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place. Ich muss kurz nochmal nachsehen. Weil ja, es ist Aufnahmen, lasse ich ungern immer lange laufen. Ne, okay. Ich mache das eigentlich noch dann. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was no, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, said the bucket. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Good, said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Really? No. In here, said the bucket. Go into this dark room over here. Stanley once again obeyed blindly. Okay, let's go. Was immer passiert? Now pick up the phone, said the bucket. Okay, wir gehen jetzt ran. Was passiert? Ich hoffe, passiert nichts Schlimmes. Schon Jumpscare? Okay. Nee. This is the sad story of a man named Stanley and his bucket. Ja, once upon a time, I gave Stanley a bucket because I thought he was lonely and could use a friend. And then, very distressingly, he began to believe the bucket could speak to him. Hier, Türklingel. Ich weiß nicht, was das hier ist. Wir drücken so. Kann ich gar nicht. Hier sind auf jeden Fall Sachen. Pongs, ist hier irgendwas? Okay. Gehen wir mal weiter. Machen wir die Tür zu. Geht nicht. Okay. Der Eimer ist weg. Der ist zu Hause. Uhr. Ja, oder kann ich was drücken gerade? Meine Mausempfindlichkeit mit der Maus jetzt nicht hin. Ah, der Eimer! Oh, machen wir jetzt hier einen auf. Oh ja, ich kann doch sneaken. Naja, das Ding ist anders grün. So. Okay. Warte. Achso, ich dachte, ich könnte mich auch auf. Oh, okay. Das ist das Ende, wo ich jetzt O drücke. The Stanley Parable reassurance bucket was merely meant to provide the comforting glow of companionship. It doesn't literally talk and give you orders. Whatever Stanley is hearing the bucket say to him is just in his head. Okay. Ich kann jetzt hier nicht ausbüchsen, glaube ich. Okay, das ist jetzt schwierig. Ja, wir gehen zurück wieder. Ich drücke hier, weil der Kreis angezeigt wird. Ah, der Eimer, hallo. Nö, warte. Mich jetzt mit. Okay. Pause. Lately, I've been concerned about him. Wouldn't you be concerned as well? To see him delusional like this, obsessing over an inanimate metal object? I want to say something to him, but I don't know how I can convince him. I don't know if he'll listen to me. No, ich höre dir zu. Türchen.
Hey, wo ist er jetzt? Oh, das bin der Eimer. Hey, wo ist der Eimer? Ah, da. Okay. Wieder zurück. Oh, I'll try anyway. Stanley, can you hear me? Listen to me. It's just a bucket. It can't think, it can't talk. All it will ever truly do for you is effectively transfer a liquid from one location to a different location. That's it. It doesn't do anything else. Ja, aber ich würde ja gerne, aber lässt mich ja nicht. Ja. You see, he's not listening. He's still taking orders from the bucket. You know, once upon a time it was me he took orders from. Me he trusted and listened to. Now all he cares about is his awful bucket. This stupid hunk of metal. Bitte? Ich sehe den Bucket noch nicht mal gerade. Wo ist er jetzt? Ah, kochen. All sein Leben außer mir zu ignorieren. No, okay, ich muss. It's sad, but I suppose he doesn't need me anymore. From now on, he's just going to cling to this bucket, this cold, empty bucket, this sort of shiny bucket. Well, I'll give it this. The bucket does have a nice shine to it. Oh, jetzt ist er auf meinem Computer. Ne, jetzt ganz so weit. Okay, jetzt wird sie gefeuert. Hier war sie. Der hält sich für Radio, das ist drück X, wieder nach Hause zu gehen. Yes, I suppose on closer inspection that it doesn't quite look like your average hardware store bucket. It's just a little more, what am I trying to say? Sturdier, more capable of transporting liquid. Like it would be better at moving an amount of water from one room to was der another. Eimer gerne will. Was für eine Flüssigkeit. Und wieder auf die Couch. Oh, jetzt ist der Fernseher an. Okay, ich muss den Eimer nehmen. Zu leben. Okay. Oh my God, what am I saying? Better at carrying water from room to room. It's a bucket. It's literally just a bucket. Why do I feel some need to point out the ways in which it's so much more than just a regular bucket? Aber jetzt arbeitet sogar. Oh. Okay, jetzt arbeitet sogar für mich. Nach Hause, okay, einmal nach Hause. Okay. Oh no. I'm having feelings for the bucket. Was? No. What's going on? Why do I want to be with the bucket? Hear what the bucket has to say. Do anything it asks. What's wrong with me? I don't understand. Perhaps if I had the bucket, this would be less confusing. Yes, the bucket could tell me what to do in this troublesome situation. Den Vorhang aufmachen, nee. Was wollen wir? 013. Stanley, give me the bucket. Give it to me. Give me the bucket, Stanley. I need it. Give it to me now. Give it or I'll... Ach, schließ deine Augen. Irgendwas stimmt hier jetzt nicht. Nein, das ist nicht das Ende. Wie soll ich sagen? Nee. Okay, was sehen, was jetzt passiert? Ich glaube, ich kann es drin lassen. Gute. So, also auf jeden Fall, ja, falls nicht drin lassen, diese letzte Szene dann, ja, wir haben einmal abgenommen bekommen. Aber jetzt passiert mir gleich irgendwas trotzdem noch. Someone was following Stanley. He was sure of it. If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. Ich kann aber immer noch das Gleiche zu sagen. Mal sehen, wenn ich den Eimer nehme. Ich nehme den jetzt mal. It's bucket time. Ach, ich will die ablegen. Okay. Also gehen wir durch die Content-Tür. Den Eimer, ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Was ist immer passiert? Weil wir so sollen, weil das ist ja wie gesagt, glaube ich, ein neuesten Teil. Aber die wurde, glaube ich, noch mal ein paar Mal gefixt. Nachträglich. Auf jeden Fall gab es auf jeden Fall auch ein Eimer für Nominierung. Weil ich glaube, nur war oder nicht. Okay. 10. Nimm jetzt den Eimer mit. Das ist jetzt nochmal, aber ich höre meinen Kumpel nicht. Der ist. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable.
and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Ah, hier drüben. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Aber ich weiß das schon, wir haben den Eimer da an. Ich weiß nicht, ob jemand wirklich mit Eimer kommen soll. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Okay. Jetzt reden wir das Gleiche. Aber ich weiß now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Ah ja, das habe ich auch erinnern. Muss aber schön ab. Der Content, euer Content, ja. Okay, jetzt müssen wir in den Eimerraum gehen. Here we are. Go on, try out some of the new features. Okay, wir gehen in... Oh, was ist das hier? Das wird jetzt neu, glaube ich. Ah ja. Bucket. Gut, dann let's go. Wait, there are 2 buckets here. How did you get a second bucket? Oh no, the warmth and comfort of a single bucket is already so great, so intoxicatingly wonderful. With 2 buckets, there's no telling. Stanley, can you still hear me? Are you with me? Oh, okay. Stanley! Oh, thank God, I didn't lose you, Stanley. The power of 2 buckets was too much. I had to destroy both of them. I know how much the bucket meant to you. But I couldn't take the risk. I hope one day you can forgive me. Ja, es gibt ein neues Ende. Oh Mann, weil das Eimer ist jetzt noch nicht immer weg. Weil ich wollte, okay, es gibt, also, könnte man eigentlich mit einem schwarzen Loch dann doch mal machen, wenn ich einen Eimer hätte. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration. Ja, aber das will ich nichts machen. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Wir machen jetzt wieder das. Es wird das Opposite gehen, also werde ich jetzt. Machen wir wieder das Birthday hier. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday, step-niece, it is. Or actually, maybe I should have gone with... No, I've made my decision, we're moving on. Okay, Achievement, das haben wir ja auch schon. Was will ich jetzt? Now, here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Warte, ich muss noch mal kurz Pause machen. Ja, das machen wir noch. As you can see, the machine is not working yet since... What? Wait, what in the holy hell is going on? Oh, you got the achievement?
Why did the machine work? Stanley, I didn't fix it. I didn't do anything to it. I swear, it was broken just a second ago. Who fixed it? Is someone here? Okay, Are you being watched? Oh, God. Okay, wir gehen mal weiter. Composure? Composure. Yes, what else? What other exhibits have we nur seen mit yet? Eimer, das will ich gerne machen. Weil jetzt habe ich den Eimer nicht mehr. Ja, okay, gehe ich jetzt einfach mal raus. Okay, jetzt hätte ich Jumping Circle machen. You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's... Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle? Yeah. Oh, well. I suppose it can just be a nice decorative piece, then. Aber das würde ich aber noch mal springen. Aber ja, das machen wir. Ja, ich glaube, wir werden diesen Outfit noch mal sehen, weil ich voll einfach jetzt weiter, nämlich Easter Egg, ja. Wenn es überhaupt stimmt, oder vielleicht stimmt es auch nicht. So. Nee, das ist das. Oder die noch, was ich aber gerne mit Eimer machen würde. Oder kann man kann die Eimer doch eigentlich dann schon mitnehmen, oder? Ja, ja, wir haben das schon mal mit Eimer gemacht. Den Eimer kann man ja erst holen. Figurines, aber da muss ich wieder hin. Nee, warte, den haben wir doch jetzt auch mittlerweile geschlossen. Ja. Okay. Dann, ja, das andere kennen wir, glaube ich, schon. Ein Eimer, ja, den Eimer haben wir echt schon mal mitgenommen. Glaube ich. Auf jeden Fall, ja. Der steht, glaube ich, nur da. Ich glaube, ins viel machen kann man mit dem nicht. Okay, ja, all right. Have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? Ja. Passiert, wenn wir nicht alles gesehen haben. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Oh, ja, der Eimer ist nicht mehr da. Dem passiert ist auch noch da. Are you ready? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. Ein Sprung rein. Well, I mean, there's potential here, right? Oh, It's sort of... Okay, never mind. Hold on. Let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Take a look. Warte mal, das eine Ende fällt mir auf. Mann, ist echt gespoilert? Egal. Ja gut, dann los zum Spiel dann. So. Und, This is the story of a man named Stanley. Ich überspringe mal. Stanley worked for a... Aber es ist okay, wenn ich jetzt überspringe. Gut. Ist Eimer wieder da? Bitte sag ja. All of his co-workers were gone. What could it mean? Wieder da. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Dann, ja, mach ich.
kurz eine kleine Pause, also Cut, weil mein Aufnahmeprogramm läuft schon ein bisschen länger, das werde ich überhitzen lassen, deswegen, ja, schneide ich kurz auf, die Aufnahmen, was sind die nächsten Session, ja, 40 Minuten, 2 Sekunden, 3 Sekunden, so. Jetzt auf und, ja, dann, ja, mache ich kurz einen Cut und, ja, dann, ja, auf jeden Fall, was wir gleich machen, ist, weil ich, nach, ob ich es auch richtig, ist, Sache ist, was ich machen kann, okay, ja. Gut, dann machen wir jetzt. Ja. Dann machen wir jetzt das 1, 2, 3, 4, 5 Ende, wenn es überhaupt existiert. Und ja, dann sehen wir uns dann gleich dort wahrscheinlich wieder. Oder ich glaube, wir sehen auf jeden Fall wahrscheinlich bei der Aufnahme neu mal sehen. Dann bis gleich.